Aloha, ich bin Shisha Rainbow und in diesem Tutorial vergleiche ich günstige mit teure Perücken für euch. Dabei werde ich euch beraten, was ihr beim Perückenkauf beachten solltet. Dieses Video ist übrigens ein Teil einer Serie, die Wiggity Wig genannt wird, also ein Perückenguide, den ich extra für euch erstelle. Also schaut einfach oben in die verlinkten Videos rein, dort werden dann alle eingefügt. Kommen wir zur ersten Preisklasse. Günstig heißt für mich 5 bis 15 Euro. So eine Perücke ist zum Beispiel diese hier. Wie ihr schon gleich sehen könnt, glänzen solche Perücken meistens stark bis sehr stark in dieser Preisklasse. Ebenso erkennt man sie auch immer an dem billigen Haarnetz. Dieses Haarnetz ist sehr steif, nicht wirklich dehnbar und vor allen Dingen sind auf diesem Haarnetz sehr wenig Haartressen aufgenäht. Das heißt, die Perücke hat meistens sehr wenig Haare. Hier hatte ich das Glück, dass die Perücke mit relativ vielen Tressen sogar kam. Es kann euch passieren, dass es so wenige sind, dass ihr sofort die Tressen schon durchsieht, wenn ihr die Perücke nur so haltet. Hier zum Beispiel ist eine weitere Perücke in der Preisklasse, die auch relativ viel Haar hat, aber auch wieder extrem glänzt und das billige Netz vorweist, was man halt immer gut erkennen kann. Ach, ich finde es gerade nicht, wo ist es hin? Okay, entschuldigt. Hier ist es. Ja, genau. Also bei solchen Perücken in der Preisklasse für 7, 8, 10 Euro. Kauft einfach vorsichtshalber 2 Stück, dann könnt ihr eine als Füllperücke nutzen. Gegen das extreme Glänzen und diesen billigen Look habe ich für euch noch ein extra Tutorial gemacht. Das ist oben in der Infokarte verlinkt. Schaut einfach mal rein und dann könnt ihr auch diese Perücken zum echten Hingucker machen. Dann kommen wir zum mittleren Preissegment. Das heißt für mich 15 bis 40 Euro pro Perücke. Hierbei sieht man schon den Unterschied an den Netzen. Und zwar sind diese wesentlich dehnbarer auf so Gummibändern genäht und haben auch wesentlich mehr Tressen. Hier zum Beispiel diese Perücke hat mich an die 20, 25 Euro gekostet. Es ist mir trotzdem passiert, dass die sehr, sehr stark glänzt. Kann in diesem Preissegment auch immer wieder auftreten, sollte es aber eigentlich nicht. Die Perücken sollten möglichst nicht zu stark glänzen wie diese hier. Die hat auch ein sehr, sehr hochwertiges, stabiles, dehnbares Netz. Oder diese hier wirkt nachher, wenn sie gestylt ist und fertig gemacht ist, auch sehr natürlich, weil sie so gut wie gar nicht glänzt. Kann jetzt durch die extremen Lichter, die wir aufgebaut haben im Studio, ein bisschen extrem wirken. Aber in sich ist sie so, wenn ich es mir anschaue, wirklich sehr schön. Jetzt kommen wir zur letzten Preisriege. Für mich also 40 bis 80 Euro pro Perücke. Dabei kaufe ich meistens eigentlich nur Lace-Front-Perücken oder sogenannte geknüpfte Perücken, die vorne halt geknüpfte Haare besitzen und aufgrund dessen auch sehr voll sind. Ich zeige euch mal so eine Perücke. Wie ihr hier sehen könnt, hat die ein wunderschönes Volumen, wirklich einen dicken Zopf. Hat auch wieder hier ein wirklich hochwertiges Haarnetz. Ihr braucht euch nicht wundern, es ist jetzt nicht dieses billige Haarnetz, es ist dieses Gumminetz, aber darüber ist halt noch diese Gase genäht. Das ist ganz normal, weil die das hier auch vorne brauchen, um das hier nochmal festzunähen, um diesen Lace Front, diesen natürlichen Haaransatz zu knüpfen. Diese Haare sind meistens auch so, dass sie eigentlich so gut wie gar nicht glänzen, oder sehr schwach. Hier zum Beispiel, das hier glänzt ein bisschen stärker, das silberne glänzt eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe hier nochmal eine schwarze Perücke, auch Lace Front, auch wieder so um die 50, 60 Euro. Die ist sehr hochwertig, wirkt sehr natürlich. Generell die natürlichen Haarfarben wirken bei Lace Front meistens sehr, sehr eben, glänzen kaum und sind halt sehr schön in der Optik. Bei künstlichen Haarfarben wie lila oder grün oder sowas müsst ihr mal darauf achten. Da kann es auch passieren, dass selbst so eine teure Perücke mal mehr glänzt und halt nicht ganz so extrem hochwertig wirkt, wie man sich das vielleicht wünscht. Also wie gesagt, dafür habe ich ja ein Tutorial, also schaut da einfach rein, sollte das bei euch der Fall sein. Schaut euch auf jeden Fall auch das Tutorial zum Grundstyling einer jeden Perücke an. Das ist ebenso oben in der Infokarte verlinkt, genauso wie alle anderen Perücken-Tutorials dieser Serie. Jetzt zeige ich euch nochmal alle Perücken im Direktvergleich, damit ihr für euer Projekt entscheiden könnt, wie viel ihr bereit seid zu investieren. Ich hoffe, dieses Tutorial konnte euch eine gute Übersicht bieten und euch bei eurer Entscheidung vielleicht sogar helfen. Also gebt mir einen Daumen hoch und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Channel zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch wieder. Cheerio!